Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem neuen Objektiv von Sigma, und zwar der 200 mm Festbrennweite mit der durchgehenden Blende von 2. Das ist was Besonderes, denn hier ist auch noch ein Bildstabi verbaut, und eine 200 mm Festbrennweite mit einer durchgehenden Blende von 2, das gab's schon eine Zeit lang nicht mehr. Sigma hat sich getraut und sowas wieder gebaut, und ihr seht hier, es ist nicht ganz klein geworden, aber auch nicht riesengroß. Ich möchte euch ein bisschen was darüber berichten, denn ich konnte das Objektiv jetzt eine gute Zeit lang testen. Der Release wurde einmal verschoben, deswegen hatte ich da ein bisschen mehr Zeit, das Ganze auszuprobieren, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr hört es vielleicht, ich bin krank, ich bin erkältet. Das Problem ist, ich muss das Objektiv heute zurückschicken, deswegen will ich das Video auf jeden Fall hiermit beginnen, dass ich das Ding noch in der Hand habe, und ich werde es wahrscheinlich anders beenden, indem ich ein bisschen was zur Bildqualität und so sage, wenn das Objektiv schon weg ist. Ich habe sehr viele Bilder damit gemacht, kann da also wirklich sehr viel von berichten, und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also lasst uns doch einfach mal starten. Wie gesagt, erneut aus dem Studio und jetzt ohne Objektiv hier, dafür gesund und mit jeder Menge Bilder. Ich habe hier meinen Laptop, da möchte ich euch jetzt ein bisschen was zeigen. Beginnen wir aber erstmal noch ein bisschen mit ein paar Maßen, die vielleicht für euch interessant sind. Wir haben eine Länge mit der Gegenlichtblende von 27,5 cm. Der Durchmesser liegt bei knapp 130 mm, also 13 cm, da ihr ein 105 mm Filtergewinde habt. Also 105 mm Filter, das ist schon ganz ordentlich, aber es muss halt eben auch Licht reinkommen. Die Länge an sich beträgt 21 cm, die Höhe liegt bei knapp 16 cm mit dem Stativfuß, der ist AK Swiss tauglich. Das müsst ihr einfach beachten, wenn ihr dann euch eine passende Tasche sucht. Beim Gewicht sind wir bei ziemlich genau 2 Kilogramm mit dem Stativfuß an der Kamera, das heißt ohne Rückdeckel, aber dafür mit Frontdeckel. Der Preis liegt bei 3.499 € und das ist natürlich erstmal sehr hoch, aber wenn wir da mal so ein bisschen einen Vergleich machen zu anderen hochwertigen Festbrennweiten, wie zum Beispiel dem 300 mm f2.8 von Sony, das liegt da fast beim doppelten Preis, deswegen war das schon abzusehen, dass der Preis irgendwo in so eine Richtung gehen wird, und im Vergleich, wie gesagt, ist es dann eigentlich doch nicht mehr so teuer. Euch interessiert aber wahrscheinlich jetzt erstmal wirklich die Bildqualität und die Autofokus-Performance, was ihr für diesen Preis dann erwarten könnt, und da möchte ich jetzt natürlich drauf eingehen. Schauen wir uns als erstes mal die Bildqualität an. Ich habe das Ganze an der E-Mount-Version an der Sony Alpha 1 getestet. Mit 50 Megapixeln habt ihr da genug Auflösung dahinter, damit man da die Schärfe und so weiter auch ordentlich bewerten kann. Habe ich dann auch gemacht, und lasst uns einfach mal reinschauen. Und wenig überraschend muss ich dazu dann natürlich auch sagen, ich habe von einer Sigma Festbrennweite in dem Preisbereich schon erwartet, dass es hier ordentlich abliefert, und es tut es auch. Also das Objektiv an sich ist wirklich sehr scharf. Sehr, sehr scharf, auch bei Offenblende. Ihr könnt es hier an den Beispielen sehen. Das Objektiv kommt mit den 50 Megapixeln der A1 sehr gut zurecht. Das gilt nicht nur für den Bereich in der Mitte, sondern auch für den Außenbereich. Jetzt ist es natürlich so im Randbereich, da ist es bei einer Blende 2 bei 200 mm so, da wird euch der Großteil im Bokeh untergehen. Das ist auch in meinen Bildern meistens so der Fall gewesen. Ich habe hier ein paar Beispiele, wo man noch so ein bisschen in den Randbereich die Schärfe reinzieht, und das ist natürlich auch hervorragend. Auch das Rendering der Farben und die Kontraste empfinde ich richtig toll. Ich hatte sehr viel Spaß mit der Linse. Also ich hatte in keiner Situation irgendwie mal das Bedürfnis zu denken, die Bildqualität im Randbereich gefällt mir nicht, oder irgendwie von den Kontrasten oder Farben passt mir irgendwas nicht. Da wird also auf wirklich hohem Niveau abgeliefert. Und natürlich ist es so, wie schon gesagt, bei Blende 2, 200 mm, da geht eigentlich alles im Bokeh, im Randbereich unter. Es ist aber natürlich gut zu wissen, dass auch im Randbereich ein bisschen was abgeliefert wird. Wobei man das wirklich sehen muss. Also die Linse wird ja dann, ich gehe mal davon aus, für Porträtshootings und so weiter verwendet, und da geht eigentlich wirklich alles im Randbereich unter. Also ihr könnt da sogar relativ weit weg von eurem Motiv sein und habt da trotzdem noch ein ordentliches Bokeh und eine tolle Freistellung. Und wenn wir vom Bokeh sprechen, dann könnt ihr das auch hier jetzt mal sehen. Da gibt es meiner Meinung nach einfach gar nichts zu meckern. Da wird mit Blende 2 ein richtig toller, cremiger Hintergrund generiert. Das Bokeh ohne störende Verwirbelung oder sowas, das gefällt mir hier richtig gut. Auch der Übergang von der Schärfenebene in die Unschärfe ist hier hervorragend. Da bin ich auch ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet. Bei 200 mm und einer Blende 2,
da geht eben halt schon richtig was und da wurde ich auch nicht enttäuscht. Auch hier bei schwierigen Hintergründen konnte ich gar keine Probleme feststellen. Das ist wirklich so, das Bokeh ist so, wie ich es mir für so eine Linse vorgestellt habe. Für mich schon ein kleiner Traum. Es ist also wirklich sehr, sehr ordentlich. Und gerade eben bei Porträts lässt sich hier das Motiv toll freistellen. Ihr seht es hier mit 200 mm. Wie gesagt, bei einem großen Abstand habt ihr selbst da schon eine tolle Freistellung vom Motiv. Und euer Model, ja, auch beim großen Abstand lässt sich das hier im kompletten Bild darstellen. Und ihr habt trotzdem noch ein tolles Bokeh. Ihr müsst natürlich beachten, ihr müsst da ein bisschen weiter weggehen, wenn ihr da mit 200 mm ein Ganzkörperbild, nenne ich es mal, aufnehmen wollt. Ihr könnt aber natürlich auch näher hin. Nahaufnahmen sind begrenzt möglich. Ihr habt eine Naheinstellgrenze von 1,7 Metern. Das heißt, ihr könnt schon nah hin bei 200 mm, aber ihr habt natürlich kein Makroobjektiv. Aber wie ihr hier im Bild auch sehen könnt, es sind auch Detailaufnahmen möglich. Und auch hier sehen wir wieder, ihr habt ein wunderschönes Bokeh. Aber klar, ihr habt kein Makroobjektiv, das muss euch einfach klar sein. Anders noch zur Bildqualität, chromatische Aberration. Ich konnte persönlich nicht wirklich was feststellen. Auch bei den Lokas sieht es sehr gut aus. Ab und an kann man vielleicht mal ein bisschen rosa oder blau feststellen. Das ist aber dann schon wirklich unter extremen Bedingungen und keinesfalls in normalen Bildern sichtbar. Also der Großteil meiner Bilder, alles was ich aufgenommen habe, da konnte ich eigentlich von chromatischer Aberration und Lokas so gar nichts feststellen. Also da macht die Linse und der Aufbau davon wirklich einen sehr guten Job. Und ja, auch mit der Sonne hinter dem Motiv konnte ich da eigentlich nie wirklich groß was feststellen. Wenn wir im Gegenlichtverhalten uns mal Ghosting und Flares anschauen, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Das lässt sich da schon etwas mehr erzwingen und wenn ihr es herausfordert, dann lässt sich da auch schon einiges sehen. Und dazu benötigt ihr dann aber schon die Sonne im Bild, also wirklich eine helle Quelle. Die Sonne bei 200 mm Blende 2 müsst ihr da aber auch wirklich aufpassen. Fotografiert da nicht in die Sonne, ihr verbrennt euch euren Sensor so schnell und dann kommen da Kosten, das wollt ihr einfach nicht bezahlen. Deswegen schaut, dass ihr die Sonne einfach nicht direkt anfotografiert und so weiter. Und dann habt ihr meiner Meinung nach auch nicht wirklich groß Probleme mit Ghosting und Flares. Also auf meinen normalen Bildern, auch mit der Sonne im Hintergrund, das Motiv von hinten anscheinend, hatte ich da keine Probleme. Also nicht, dass es mich groß stören würde oder sowas. Klar, ihr könnt es erzwingen, habe ich euch ja gezeigt. Das soll auch kein Schönreden sein. Also wenn das Objektiv einen kleinen Mangel hat oder einen kleinen Makel, will ich es mal nennen, dann wird es vielleicht das Gegenlichtverhalten mit Ghosting und Flares sein. Das ist aber wirklich auch auf einem richtig hohen Niveau. Ihr müsst einfach beachten, ihr habt eine Zweierblende bei 200 mm. Das ist eben sehr lichtstark und da kann es immer wieder mal auch bei anderen Objektiven ein bisschen so Probleme geben. Ich versuche hier wirklich nichts schön zu reden. Ich habe das Objektiv zwar von Sigma vorab bekommen zum Test, ich werde aber wie immer dafür nicht bezahlt und darf meine Meinung frei äußern und mache das hier natürlich auch. Deswegen, wie gesagt, wenn es einen kleinen Makel gibt, dann wahrscheinlich Ghosting und Flares im Gegenlichtverhalten, aber wirklich in Extremsituationen. Da solltet ihr euch meiner Meinung nach also auch keine Gedanken machen müssen. Und dann noch ein paar Worte zum Autofokus. Das geht aber ziemlich schnell, denn das Objektiv ist wirklich sehr gut. Ihr seht hier am Beispiel, die Autofokusgeschwindigkeit ist wirklich sehr schnell. Ich hatte schon lange nicht mehr so ein schnelles Drittherstellerobjektiv in der Hand und da müsst ihr euch keine Sorgen machen, der Autofokus, der performt einfach auf einem sehr hohen Level. Am Sony E-Mount müsst ihr natürlich wieder drüber nachdenken. Ihr habt da eine Einschränkung, 15 FPS, also 15 Bilder pro Sekunde sind da beschränkt. Aber ansonsten vom Autofokus konnte ich da jetzt nichts feststellen, da auch im Vergleich zu Sony-Linsen war da nichts Negatives festzustellen. Und dann nochmal zurück zum kranken Michael. Was man zum Objektiv auch noch sagen muss, ist, es funktioniert 1A an der Nikon Z8 mit dem Megadep-Adapter. Also der Adapter ist ja ein E auf Z-Mount-Adapter und ich habe da ja schon einige Videos drüber gemacht und es funktioniert wirklich super und auch mit diesem Objektiv funktioniert es wirklich sehr gut. Das Objektiv ist ja nur für den E und für den L-Mount zu haben. Wenn ihr das Ganze an der Nikon testen wollt bzw. nutzen wollt, dann braucht ihr den Megadep-Adapter. Ihr habt da aber auch keinerlei Einschränkungen. Also das funktioniert ohne Probleme, auch von der Autofokusgeschwindigkeit her und so. Und sehr viele Bilder, auch welche, die ich euch jetzt gezeigt habe, wurden hier mit der Nikon gemacht.
Es funktioniert also alles wunderbar. Ich hoffe, das Video war soweit hilfreich. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen, dann versuche ich die zu beantworten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.